Ich habe die gesamte Woche telefoniert. Ich hatte nämlich gesagt, ich bin eine Woche im September verfügbar für Anrufe, die sogenannte AI Call Week. Und das hat Tradition. Ich habe immer wieder gesagt, das Telefon ist das Tool, um Sachen voranzubringen. Wenn ihr dem Kanal folgt, kennt ihr das schon. Und ich will hier nochmal ganz deutlich sagen, KI hin, KI her, Automatisierung hin, Automatisierung her. Das Telefon ist das Tool, um wirklich Sachen voranzubringen. Und hier kommt jetzt die Anleitung, wie das genau geht. Das letzte Video dazu haben wir gemacht vor 2 Jahren, Corona-Zeit, noch auf Englisch. What MKBHD calls Techtember. And I talk about Phonetober and hand you in a paper to get interrupted. Here's a phone call coming, I need to take this. Hello. Und für mich ist der Hauptgrund nach wie vor, und es ist völlig egal, wie groß euer Business ist, wie klein, was ihr für eine Firma habt, ihr seid auf der Seite der Proaktivität, wenn ihr mit dem Telefon arbeitet. Ich gebe euch ein Beispiel. Die Erwartung, wenn man eine Instant Message schreibt und einfach Slack oder WhatsApp oder eine ganz normale iMessage oder was auch immer, die Erwartung ist immer, ich kriege sofort eine Antwort und dann geht's los. Bekomme ich jetzt eine Antwort? Es bleibt immer im Hinterkopf. Ich habe ganz früh als Praktikant einen Chef mal gehabt, 2003, der hat den ganzen Tag telefoniert. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Und habe dann aber gemerkt, die Geschwindigkeit, in der er gesprochen hat beim Gegenüber auch dazu geführt, schneller zu agieren. Mir ist das nie aus dem Kopf gegangen, wenn wir im Auto gefahren sind und es wurde wirklich den ganzen Tag telefoniert. Und ich glaube, das hat mich für den Rest meines Businesslebens geprägt, dass ich auch immer wieder sage, ich mache die Sachen am Telefon. Selbst bei mir beobachte ich es aber, dass ich wieder so zurückfalle in ich schreibe mal gerade eine E-Mail oder ich beschäftige mich auf Slack. Aber wenn ich wirklich etwas möchte, was sofort passiert, Gefahr in Verzug, habe ich einen direkten Zugang am Telefon. Definitiv einer der Gründe. Das Zweite, was ich wichtig finde, ist, das Telefon ist ein so intimes 1:1 Tool, dass ich jetzt während meiner AI Call Week, die ich jetzt gerade gemacht habe, wo ich gesagt habe, ich habe eine Woche Zeit, hier ist mein Kalender, tragt euch ein und ich führe mit euch for free 45 Minuten Beratungsgespräch zum Thema KI. Und es war wirklich geil. Es war geil zu sehen, was die Themen sind. Es war super spannend, die Leute kennenzulernen. Warum habe ich das nicht per Videokonferenz gemacht? Ganz einfach. Video ist the new formal. Das ist das, was wir in der Pandemiezeit gelernt haben. Es ist formell. Telefon haben wir über Jahrzehnte gelernt. Ich rufe meinen Kumpel an und sage, ey, wie geht's? Es ist per se ein intimeres Tool, eine zwischenmenschliche Verbindung. Wenn ich nicht vor Ort sein kann, wie jetzt hier zum Beispiel auf einer Konferenz, dann ist das Tool, was mich direkt mit jemandem verbindet. Ich würde so eine Week, so eine Woche an Anrufen immer wieder per Telefon machen. Ich hätte keinen Bock, eine Videokonferenz zu machen, auch weil ich bei einer Videokonferenz wie jetzt gefangen vor dem Bildschirm sitze. Ja, ich kann ja nicht umherlaufen. Ich kann jetzt aufstehen oder bin ich raus aus dem Bild. So ist es bei einer Videokonferenz auch. Beim Telefon kann ich aufstehen, durch die Gegend laufen, telefonieren. Und das Schöne ist, das kann ich auch von hier hinten tun. Die Ausreden sind zahlreich. Wenn ihr prüfen wollt, ob jemand bei euch im Unternehmen wirklich Sachen voranbringt und ihr bekommt eine Rückmeldung, ich habe dem Kunden eine E-Mail geschickt oder ich rufe da mal an, das passiert nicht, wisst ihr, ihr müsst mit der Proaktivität üben. Ich habe in meiner Erinnerungsliste hier in Apple Reminders eine Call-Liste und es ist ganz einfach, ohne Diskussion, oben wird der erste Anruf gemacht. Und wenn man dann sagt, kann ich den jetzt um die Uhrzeit anrufen? Kann ich ihn erreichen? Da wendet ihr dann aus meinem Video 5-5 die 5-Sekunden- und 5-Minuten-Regel an. Vor allem die 5 Sekunden. Zähl 5, 4, 3, 2, 1 und dann mach es direkt. Weil dieser Initial Spark, den ihr habt, der dafür sorgt, verschiebe ich das jetzt auf morgen, warte ich jetzt ab und so weiter, den wollt ihr einmal überwinden. Für mich ist und bleibt das Telefon auch im Jahr 2024 das Tool, um wirklich Dinge voranzubringen. Und vor allem, um mich mit Geschäftspartnern, Kunden, Menschen, die ich mag, wirklich ehrlich zu connecten. Da wir jetzt ja fast Oktober haben, den sogenannten Phonetober, den wir damals ausgerufen haben, würde ich sagen, ich mache jetzt genau das Gleiche nochmal wie vor ein paar Wochen. Eine Woche lang nehme ich mir Zeit im Oktober und beantworte Fragen zum Thema KI im Unternehmen. Wir haben ein Framework, das nennt sich AI Integration Map. Das ist ein Framework, mit dem wir dafür sorgen, wie Fragen zu beantworten, wie strukturiere ich das Projekt, worauf muss ich achten, was sind Bereiche, die wir noch nicht im Blick haben, wie kann ich für das Enablement sorgen und. Und ihr stellt eure Fragen und ich nehme mir 45 Minuten Zeit und gehe die durch. Den einzigen Fehler, den ich nicht mache, beim letzten Mal habe ich keine einzige Pause zwischen den Telefonaten gehabt.
das werde ich korrigieren. Ihr schreibt mir einfach eine Direktnachricht oder ruft an. Das Ganze findet ihr auf der Blackbow-Website. Da ist eine Telefonnummer. Da ist aber auch unser WhatsApp-Kanal, den wir im Team erreichen. Denn wir wollen ja erstmal einen Termin ausmachen. Das macht per Instant Message Sinn. Wenn ihr aber sagt, nee, jetzt habe ich schon gelernt anzurufen, feel free. Die Telefonnummer ist da, call me. Alles andere findet ihr auf blackbow.com, schreibt mir eine Message oder kommentiert ihr drunter und ich nehme mir 45 Minuten Zeit zu euren KI-Themen. Aber hier ging es um das Telefon und das ist für mich der Grund, warum das Telefon immer noch gewinnt.